Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix und heute geht es mal darum, wie installiere ich den Uncoded Trading Bot auf meinem Server und verdiene damit mein erstes Geld. Aber zuerst einmal fangen wir wieder mit dem Gewinnspiel an. Gewonnen hat diese Person. Wenn du auch gewinnen willst, schreib einfach einen Kommentar. Wenn dem nichts ein will, schreib einfach ich will Krypto oder sowas und hab die Chance zwischen 30 bis $100 bis zum nächsten Video, was ich raushaue mit Gewinnspiel, zu gewinnen. Machen wir aber auch damit schon weiter. Was ist der Uncoded Bot? Das habt ihr vielleicht in meinem letzten Video gesehen. Ich verlinke es euch hier oben mal. Das ist ein Hochfrequenzbot, den ich mit der Community zusammengebaut habe, der was völlig kostenlos bei euch läuft auf dem Rechner. Ihr bezahlt praktisch nur immer eine Performance-Fee. Wenn ihr kein Geld macht, kostet euch der Bot überhaupt nichts. Das ist das Geile daran. Damit scammen wir die Scammer und bringen mal ein bisschen Ordnung in dieses Bot-Zeug hier rein. Und wie ihr hier im Hintergrund seht, während ich rede, macht der Bot Trades und alles drum und dran. Und wie ihr den installiert, wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Endeffekt. Und zwar haben wir hier ein kleines Gitbook gebaut, wo immer alles drin steht, was gerade aktuell ist. Falls das Video zum Beispiel auch nicht mehr ganz aktuell sein sollte, findet ihr unten verlinkt einmal die Telegram-Gruppe, wo ihr euch mit den Jungs austauschen könnt, praktisch die was den nutzen, also in der Community, und zusätzlich auch immer hier die aktualisierte Installationsversion. Was brauchen wir zuerst? Zuerst brauchen wir einen Binance-Account, was ich hier im Hintergrund schon gezeigt habe. Warum Binance? Binance ist einfach die größte Börse seit 2014, 15 rum, glaube ich. Na, lass es 2017 sein, glaube ich. Das war dann so der Beginn, wo ich auf Binance auf jeden Fall sehr, sehr aktiv schon automatisiert immer getradet habe und hatte mit der Börse noch kein einziges Problem in meiner gesamten Geschichte. Und ich habe da richtig, richtig viel Geld schon drauf gehabt, wo andere Börsen permanent rundum gestorben sind. Wenn ihr noch keinen Account habt, habt ihr tatsächlich Glück, weil ich habe unten einen Speziallink für euch in der Beschreibung. Mit denen kriegt ihr die ganzen 20%, die ich sonst bekommen würde, wieder zurück. Das hilft euch nämlich, die Gebühr von 0,1 auf 0,08 zu drücken und mit BNB auf 0,065%, was echt wenig ist, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und wie ihr hier seht im Hintergrund, traden wir wirklich ganz, ganz kleine Gaps im Endeffekt sekündlicherweise. Und je niedriger natürlich die Fee ist, desto besser funktioniert der gesamte Bot. Und wir reden hier von 0, also wenn ihr 20% Gebühren spart oder dann insgesamt 55% Gebühren circa sparen könnt mit VIP und allem drum und dran, was man als Normalsterblicher noch erreichen kann, dann verdreifacht ihr teilweise euren Gewinn, was schon ziemlich, ziemlich heftig ist. Jetzt zeige ich euch aber Schritt für Schritt, wie das funktioniert auf Binance. Denn als erstes müssen wir auf Binance gehen und im Endeffekt uns die API-Keys holen. Ich kann nur jedem empfehlen, dafür einen Sub-Account zu machen. Dann habt ihr Ordnung zwischen, hey, ich nutze den Account privat, mache hier meine privaten Trades, schiebe hier ein bisschen Geld von A nach B und alles drum und dran. Und ich habe mein Zeug im Endeffekt auf einen Sub-Account, wo nur der Trading-Bot läuft. Jetzt müssen wir einen Sub-Account erstellen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Sub-Account zu erstellen mit eurem Account, dann habt ihr hier rechts oben, wo gerade meine Trades reinkommen, hier Sub-Account bei dem kleinen Männel. Und zwar müsst ihr hier auf das kleine Männel gehen und dann da unten bei Sub-Accounts und dann kommt ihr zu all euren Sub-Accounts. Und dann geht ihr hier oben einfach auf Create Sub-Account. Ganz, ganz wichtig ist, nicht mit einer virtuellen E-Mail-Adresse erstellen, sondern mit einer richtigen E-Mail-Adresse erstellen, denn dann könnt ihr euch auch richtig einloggen und das braucht ihr nämlich ganz dringend, um euren Bot zu kontrollieren, um Gelder hin und her zu schlichten und um auch ordentlich die API und alles erstellen zu können. Jetzt brauchen wir hier oben, wenn ihr euch in dem Sub-Account jetzt eingeloggt habt, diese ID. Ihr geht hierfür auf Dashboard und ihr geht auf UID, um damit unsere Lizenz zu aktivieren, damit auch der Trading-Bot am Ende ordentlich funktioniert und nicht Lizenzfehl kommt. Wenn alles funktioniert hat, funktioniert nämlich danach der Trading-Bot. Das müsst ihr euch aus dem Sub-Account holen oder aus dem Account, den ihr nutzen wollt. Wichtig ist, ihr könnt nur eine UID pro Telegram-Nutzer aktuell aktivieren. Also passt auf, dass ihr hier keine Fehler macht und nicht den Main-Account nehmt, sondern den Sub-Account oder halt den Account, den ihr am Ende wirklich dafür nutzen wollt. Mit der UID gehen wir jetzt in den Onboarding-Bot in Telegram. Der ist auch in der Anleitung verlinkt. Und gehen hier hin im Endeffekt. Jetzt sagt ihr hier einfach Vary Binance UID, klickt da drauf und im Normalfall würde er jetzt bei euch hier die UID fragen, dann gebt ihr einfach die UID ein und dann wird die im Endeffekt verifiziert. Das war's auch schon.
dann sollte hier oben nämlich stehen einfach Verification Successful. Das habe ich vorher schon gemacht. Und dann funktioniert das nämlich auch, denn die brauchen wir dringend. Jetzt müssen wir uns einen eigenen Server versorgen. Wir brauchen einen Windows-Server aktuell. Später wird auch noch Linux folgen, aber aktuell zum Onboarding und alles von neuen Leuten ist es um einiges einfacher, einen Windows-Server zu nehmen, weil ihr dort ein ordentliches UI habt, nichts installieren müsst, keine Linux-Befehle kennen müsst. Deswegen empfehle ich einen Windows-Server. Der ist zwar 2-3 Euro teurer, aber dafür habt ihr die Komfort-Features, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen gehen wir persönlich, also ich gehe zur Zap Hosting, die haben ganz günstige Server und die haben einen ganz, ganz großen Vorteil, und zwar haben die ein vorinstalliertes Windows UI, sage ich mal, also ein Betriebssystem, was vorinstalliert ist mit einem Knopfdruck. Ansonsten könnt ihr auch zu Netcarp oder jeden anderen Anbieter geben, deren was ihr möchtet, der was euch gefällt. Ich persönlich bin jetzt hier erstmal mit den Jungs von der Community bei Zap Hosting gelandet, einfach weil es hier ein Klick ist, im Endeffekt einen Server zu erstellen. Und zwar brauchen wir einen Root-Server, damit wir die volle Leistung im Endeffekt haben und am besten halt in dem Land, wo ihr euch befindet, einfach um eine kurze Verbindung zu haben. Hier brauchen wir eigentlich den günstigsten CPU. Man kann ein bisschen aufrüsten, ehrlich gesagt muss man es aber nicht. Und hier kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Wir brauchen im Endeffekt sage ich mal, alles drum und dran. Man kann hier einen Vertrag machen, der geht immer einen Monat. Man kann auch Prepaid machen. Ehrlich gesagt läuft dann der Server aus, will man nicht, und man kann ihn jederzeit kündigen, also Vertrag machen. Als großer Tipp, wenn ihr die Seite hier so ein bisschen verlasst und mal auf eine andere Seite klickt und so, dann ploppt hin und wieder einen 50% Rabattgutschein auf. Das ist ziemlich, ziemlich geil, weil dann kostet der nämlich nicht mehr nur 17,90 Euro, sondern dann kostet der von einmal ja nur noch die Hälfte und ist damit schon wieder günstiger. Und ihr könnt dann, wenn ihr ihn bestellt habt, mit einem kleinen Trick nochmal 20-30%, glaube ich, sind es, sparen. So, jetzt klicke ich hier einfach mit dem, was ich bezahlen will im Endeffekt. Man sieht ja auch nochmal die Konfiguration. Und ich habe mir hier einfach mal ein paar Euro aufgeladen gehabt, als Zap-Coins schon von meiner letzten Bestellung. Und ihr könnt aber auch Kreditkarte, PayPal oder, wenn ihr wollt, sogar von Binance aus mit Bitcoin bezahlen, was das natürlich auch nochmal einiges cooler macht. So, jetzt tun wir den ja einfach für 17,90 mal machen. Und ihr seht, hier ist nochmal so ein 50% Gutschein im Endeffekt, den ihr bekommt. Aber wie gesagt, wenn ihr die Seite verlasst, dann könnt ihr den im Endeffekt bekommen. Der Vorteil ist, man muss jetzt hier nicht lange warten. So, der Server wird jetzt noch eingerichtet, die 60 Sekunden sind rum und es dauert noch ein Stück, bis hier alles drauf ist. Was uns interessiert, ist aber erstmal nur die IP-Adresse, die brauchen wir nämlich, um die API-Keys sicher zu verwalten. Und zwar, was machen wir jetzt? Wir kopieren uns hier mal die IP bereits, gehen wieder zurück zu Binance in den Hauptaccount bzw. in den Subaccount oder in den Hauptaccount. Ihr könnt es von beiden Seiten machen. Im Subaccount müsst ihr im Endeffekt auf Account gehen und API Management. Und vom Main-Account aus könnt ihr das aber auch machen, indem ihr hier auf Subaccounts geht. Dann braucht ihr euch nicht direkt einloggen erstmal, geht hier auf API Management. Und vom API Management könnt ihr hier oben eine neue API generieren. Hierbei ist es ganz wichtig eigentlich für euch, systemgenerierte zu nutzen. Selbstgenerierte nimmt man nur, wenn man sich wirklich damit auskennt. Gehe ich mal nicht davon aus, und die systemgenerierten sind wirklich sehr, sehr safe. Da passiert eigentlich auch nichts. Als nächstes wählt ihr euren im wahrscheinlichsten einzelnen erstellten Subaccount aus, einfach hier, und gebt den im Endeffekt ein Label. Ich nenne den hier mal Uncoded 1. Und mache weiter. Jetzt kommt als nächstes der Authentificator-Code, den ihr habt oder den ihr dafür braucht. In dem Fall habe ich hier einen ganz normalen Two-Faktor drauf. Ich kann aber auch nur jedem empfehlen, hier so einen YubiKey sich zuzulegen. Dann kann euch wirklich niemand hacken. Das ist das perfekte Anti-Hacker-Gadget. Kostet 17 bis 40 Euro, glaube ich, je nach Packung. Und dann braucht ihr physischen Zugang im Endeffekt zu dem Two-Faktor, um in den Account reinzukommen. Wenn es um Banking oder sowas geht, ist das natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil dann könnt ihr theoretisch eure Daten, wie ich es jetzt so ein bisschen mache, ja hier an die Kamera halten und es kann trotzdem nichts passieren. Jetzt gebe ich hier schnell mal den Two-Faktor ein, damit unser API-Key auch erstellt wird. Und der ist jetzt wieder neu. So, geben wir den ein. Und dann kommen wir hier zum API-Management. So sieht der aus. Ganz, ganz wichtig ist, teilt den API-Key und den Secret-Key nicht mit Leuten. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass Binance mittlerweile so safe ist, dass wir im Endeffekt überhaupt keine Probleme haben, die eigentlich zu teilen. Ich werde meinen danach wieder löschen hier. Und ihr müsst jetzt hier unten nämlich, um überhaupt traden zu können, die API
whitelisten. Das heißt, egal wer eure Zugänge hat, also oben von dem Key, er kann trotzdem nichts damit anfangen, solange er nicht auch Vollzugriff hat zu euren Server. Und jetzt habe ich hier die im Endeffekt gewitelistet und wie ihr seht, sind hier die anderen Dinge überhaupt erstmal aufgegangen, um damit zu traden, um zu arbeiten, um damit Long und Short zu gehen und so weiter. Jetzt müssen wir hier eigentlich nur Spot Trading aktivieren und dann hier oben wieder zurück und auf Save drücken. Bitte vergesst nicht, hier die zwei Dinger wirklich zu speichern. Die werden euch nie wieder danach angezeigt, der Secret Key. Das heißt, den müsst ihr jetzt speichern und nicht so, wie ich es gerade gemacht habe, einfach weiterdrücken. So, jetzt wo beide Two-Factor eingegeben sind, hat er hier oben angezeigt, dass er gespeichert hat. Damit ist alles okay. Wenn ihr die Seite jetzt hier verlasst, ist der Secret Key für immer weg und ihr kriegt ihn nicht angezeigt nochmal. Wenn, müsst ihr nochmal einen neuen erstellen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ist natürlich ein bisschen nervig, gerade beim ersten Mal. So, jetzt müssen wir wieder im Endeffekt in unseren Root-Server zurück. Der sollte mittlerweile fertig sein. Na, ich war ein bisschen schnell, warten wir mal noch ganz kurz. Aber während der Bot jetzt immer noch hier einrichtet, im Endeffekt, und migriert, machen wir einen Trick, um den Server noch billiger im Endeffekt zu machen. Wir gehen dafür hier oben auf Up and Downgrade und gehen einfach mal eiskalt auf Vertrag kündigen. Wenn ihr jetzt hier nämlich auf Vertrag kündigen geht, dann sagt er euch, hey, möchtest du einfach ein paar Euro sparen? Und dann sagen wir, ja, also 20% billiger dafür, dass ich den Server gerade gekauft habe. Ja, den nehme ich doch gleich. Und dann habt ihr den Server nochmal zusätzlich 20% billiger, was über einem Jahr 42 Euro doch ausmacht. Und warum sollte man den Leuten mehr geben, als es nötig ist? Damit treibt man den Preis für den Bot nochmal weiter in die Tiefe. Jetzt müssen wir aber wirklich warten, bis der fertig ist im Endeffekt hier mit einrichten. Und dann geht es auch schon weiter. So, der Server ist jetzt endlich eingerichtet. Hat doch ein ganzes Stück gedauert, aber das ist ja auch nur einmalig. Wir haben einen Windows-Server, 2019 jetzt. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie auf den Server connecten. Dazu gehen wir hier unten auf Zugang und Sicherheit. Und ihr seht schon, der Administrator-Name, mit dem ihr euch einloggt im Endeffekt, ist Administrator. Und ihr könnt hier einfach auf Passwort generieren gehen. Dann speichert ihr euch das. Ich tue das hier mit in meine Liste jetzt kurz mal mit reinpacken. So, und jetzt drücken wir hier einfach auf Speichern, nachdem wir uns das auch abgesichert haben, weil das kriegen wir auch nicht mehr angezeigt, also müssen wir uns das auch wieder ordentlich wegspeichern. Am besten schreibt ihr euch das auf ein Stück Papier alles auf und nicht unbedingt auf dem Rechner, aber ich weiß, wie es ist. Ich speichere es meistens auch in ein Textdokument, solltet ihr aber nicht machen, sondern speichert es euch auf dem Papier. Am besten ab, auch nicht einfach mit dem Handy abfotografieren, weil manche Apps im Endeffekt auf eure Daten zugreifen können und darüber kommt man dann zum Beispiel an Private Keys und andere Dinge ran, also da auf jeden Fall immer ein bisschen aufpassen. Jetzt, wo wir unser Passwort haben und die IP und zusätzlich auch natürlich unseren Benutzernamen, können wir endlich auf unseren Server zugreifen. Wie machen wir das? Wir gehen hier unten in die Suchleiste, geben hier Remote ein und dann kommen wir zur Remote Desktop Verbindung. Jetzt müsst ihr hier unten Option einblenden im Endeffekt machen und eine neue hinzufügen. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier meine IP, zack, zack. Und wie ihr seht, hier wird der Benutzername rausgenommen. Da könnt ihr Administrator im Endeffekt eingeben. Ich drücke hier auf Speichern im Endeffekt, weil dann habe ich die immer wieder drin und kann die immer wieder recyceln. Drücke auf Verbinden und jetzt wird er mich auffordern, bitte mein Passwort doch einzugeben. Ihr müsst euer Passwort einmalig angeben, habt ihr unten dann einfach auf Speichern, gebt das Passwort ein und dann kommt hier ein SSL-Zertifikat. Da tragt ihr einfach hier unten ein, nicht erneut anzeigen, das interessiert euch eigentlich nicht. Sollte es nicht gehen, müsst ihr hier oben nochmal auf herunterfahren und nochmal neu starten, wenn es wirklich über eine Stunde dauern sollte, den Server einzurichten. Das kann hin und wieder mal passieren, ist aber relativ selten. Und dann solltet ihr eine Remote-Verbindung auf euren Server bekommen. Das kann das erste Mal ein bisschen dauern, bis wirklich alles von beiden Seiten konfiguriert ist. Danach geht es aber eigentlich fast immer instant. So, und da ist unsere Remote-Verbindung auch gleich da. Das hat jetzt etwa 30 Sekunden gedauert und wir sind auf einem wunderschönen, cleanen Rechner. Und der Vorteil hier auch bei Zap-Hosting ist, wir haben auch schon Google Chrome vorinstalliert. So, jetzt haben wir hier den Server-Manager, den brauchen wir aber nicht, weil wir wollen gar nichts Spezielles eigentlich am Server konfigurieren oder den wirklich groß nutzen in der Hinsicht. Deswegen machen wir den zu. So, jetzt müssen wir aber in die Gruppenrichtlinien
Und zwar hier rein. Und zwar müssen wir ausschalten, dass der Server, wenn immer mal ein Windows-Update kommt, von selber ausgeht, weil ihr wollt ja einen Server haben, damit er 24/7 läuft und nicht damit, dass ihr ihn immer wieder an- und ausmachen wollt, sondern wir machen die Updates von Windows immer mal per Hand. Auf der anderen Seite brauchen wir die eigentlich nicht, außer es kommt ein großer Security-Issue, aber selbst dann ist das eigentlich fast irrelevant. Deswegen gehen wir hier oben auf Gruppenkonfiguration, administrative Vorlagen, dort unter Windows-Komponenten und dann gehen wir den ganzen Weg ganz nach unten zu Windows-Update. Hier nur draufdrücken, nicht aufmachen wie gerade eben. Und dann das 11. von oben, und zwar ist das hier automatische Updates konfigurieren. Hier machen wir Rechtsklick drauf, bearbeiten und deaktivieren. Wenn wir deaktiviert haben, drücken wir auf Übernehmen, OK und können alles zumachen. Jetzt ist unser Windows-Server zu 100% einsatzbereit und es geht darum, den Bot endlich zu starten. Was müssen wir jetzt weiterhin tun? Wir gehen zurück zu unserem Telegram-Bot, wo wir vorhin drin waren und gehen hier auf den Announcement-Channel. Hier findet ihr immer die neueste Version und er bringt euch dann in dem Channel, den könnt ihr beitreten. Hier seht ihr dann immer, wann es neue Versionen gibt, die was für euch zugänglich sind und ihr drückt einfach hier drauf und ladet das runter. Hier sieht man schon, ich habe den runtergeladen, deswegen mache ich hier Rechtsklick, Ordner. Und dann bin ich in meinen Download-Ordner, drücke einfach Ctrl+C oder mache hier Rechtsklick und kopieren und ziehe mir den auf meinen Server, in dem die Remote-Verbindung hier noch offen ist. Mache hier einfach Rechtsklick und drücke einfügen und dann kopiert es mir den auch schon rüber. Je nachdem wie eure Internetverbindung ist zu Hause, dauert das ein bisschen länger oder halt schneller. Ich habe hier eine 1 GB Leitung und das dauert trotzdem ein paar Sekunden, also das kann schon kurz bei euch dann dauern. Der Bot ist nicht ganz klein. Und wenn wir die ZIP-Datei rübergeladen haben, dann tun wir die einfach hier entpacken und können mit der Konfiguration vom Bot beginnen. Um die ZIP-Datei und den Bot jetzt zu entpacken, machen wir hier einfach Rechtsklick, alle extrahieren und extrahieren. Das dauert ein paar Sekunden, dann haben wir einen ganz normalen Ordner, den was wir wie gewohnt im Endeffekt bedienen können. Und das sollte eigentlich relativ zügig auch gehen. Wenn der Ordner entpackt ist, könnt ihr ihn einfach öffnen hier und zieht euch den Inhalt nochmal raus. Dann habt ihr nämlich nur noch einen Ordner, wo ihr dann später drauf gehen müsst. Und jetzt müssen wir hier unsere Keys im Endeffekt ausführen. Dafür macht ihr einfach Doppelklick und nehmt hier den Editor. Dann öffnet sich theoretisch hier ein Textfeld, wo ihr eure Keys, die wir vorhin auf Binance praktisch uns geholt haben, eintragt. Und wir müssen uns noch für die Verbindung zu Telegram, damit wir den Bot mit Telegram dann steuern können, noch von Telegram einen Key holen. Und zwar sieht das aktuell so aus. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben vorhin unseren Private Key geholt. Den hole ich mir jetzt hier aus meinem Textdokument im Endeffekt raus und trage den hier ein. Solltet ihr übrigens schwarzes Bild bei der Remote-Verbindung bekommen, dann müsst ihr die Remote-Verbindung einmal zumachen und wieder aufmachen. Das passiert unter Windows hin und wieder mal, ist jetzt hier zum Glück im Video noch nicht passiert. So, jetzt brauchen wir unsere Telegram-Owner-ID, damit der Telegram-Bot nur auf uns hört und niemand anderes den Bot steuern kann. Einmal überhaupt dann unseren eigenen kleinen Telegram-Bot und unsere Telegram-Gruppe. Was machen wir natürlich zuerst? Ich mache hier erstmal mein Dokument zu und dann gucken wir uns einfach mal Telegram an. Wie kriegen wir überhaupt einen Telegram-Bot? Und zwar müssen wir dafür hier auf Botvater gehen. Ist in der Anleitung auch verlinkt, dass ihr den nicht suchen müsst. Ist auch hier verifiziert. Und drücken hier im Endeffekt /Start. Dann New Bot und jetzt fragt ihr euch, hey, wie wollt ihr denn den Bot nennen? Das ist ein einzigartiger Botname. Ich nenne ihn jetzt hier mal Uncoded YouTube und jetzt sagt er mir, hey, der Name ist okay, aber der muss mit Bot enden, damit jeder sieht, dass das ein Bot ist. Und dann haben wir ihn hier. Uncoded YouTube wurde erstellt. Man sieht auch hier, wir haben einen Link dazu bekommen. Aber für uns interessiert sich das hier im Endeffekt. Das ist praktisch der Key, den ihr jetzt braucht. Den kopiert ihr jetzt und gebt ihn hier ein. So, jetzt haben wir unseren Telegram-Bot schon mal. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und dann haben wir hier im Endeffekt den Bot. Und wir brauchen hier den Ad-Namen und gehen dann hier oben bei Telegram oder bei euch auf dem Handy und erstellen eine neue Gruppe. Die nenne ich jetzt Uncoded 1 und wir fügen diesen Bot praktisch hinzu. Create. So, jetzt habt ihr die Gruppe mit dem Bot. Ganz wichtig, ihr geht hier oben wieder auf den Namen, macht Rechtsklick
und promotet den Bot zum Administrator. Hier braucht ihr jetzt nichts eingeben, das passt alles so wie es ist, drückt einfach auf Speichern und das war's schon. Jetzt wäre der Bot an sich schon mal einsatzbereit. Jetzt weiß der Telegram-Bot aber nicht, wer ihr seid und wo er gerade ist. Also habe ich es mir im Endeffekt immer einfach gemacht. Ich gebe hier jetzt einfach ein ID und dann kommt What's my Telegram-ID. Und den fügt ihr praktisch einfach hinzu, der darf das sehen. Und wenn ihr den einladet, seht ihr, das ist eure Telegram-ID. Jetzt müsst ihr aber eure eigene ID auch noch herausfinden. Deswegen gebt ihr jetzt hier unten einfach mal ein /ID und dann sagt er euch nicht nur die Telegram-ID, sondern auch eure. Das heißt, wir kopieren jetzt erst unsere ID. Ganz wichtig ist, Owner-ID, das ist unsere, zack. Und hier oben ist die Gruppen-ID. Wichtig, die beginnt mit einem Minus. Das Minus nicht wegmachen. Und es kann sein, dass die Telegram-Gruppe geändert wird zu einer Supergruppe und nochmal eine andere ID bekommt. Das kann passieren, wenn ihr sehr viel schreibt oder was auch immer. Ich weiß noch nicht genau, warum das passiert oder wann das passiert, aber Telegram ändert einmalig hin und wieder euch die ID. Das sagt aber dann der Bot im Endeffekt euch auch, falls die geändert wird beim Starten. So, jetzt gehen wir zurück und fügen das hinzu und speichern das gesamte Dokument einmal. Jetzt können wir das eigentlich zumachen und es ist egal. Jetzt ganz, ganz wichtig ist, wir haben jetzt alles eingestellt im Endeffekt. Jetzt können wir den Bot wirklich starten. Dafür starten wir hier einfach den Uncoded-Bot, die Echse. Und erst danach dann den Telegram-Bot. Den DB-Scan-Update, der scannt nach Fehlern, den benötigt ihr eigentlich nicht. Das ist eher mal eine Fallback-Version. Wenn mal ein Update kommt oder sowas oder was schief geht, kann man das damit kontrollieren. Sollte man aber eigentlich nicht ausführen im Normalfall. So. Jetzt braucht der Uncoded-Bot am Anfang ein bisschen länger, bis er startet. Der erstellt nämlich jetzt die ganzen Strategien, die was ihr teilen könnt, zeigt euch die Terms of Service an und. Und wir sehen, wir haben jetzt hier unsere eigene Datenbank, in der im Endeffekt der Bot alles abspeichert und die ihr auch angucken könnt. Als nächstes starten wir, sobald der läuft und sagt, hey, hier, der Bot ist gerade gestartet, starten wir auch den Telegram-Bot. Und der dürfte eigentlich ganz normal starten. So, was machen wir jetzt? Wir sehen, der Telegram-Bot ist gestartet bei ID 0. Wir haben ja noch keinen einzigen Trade gemacht und damit kann natürlich auch hier nichts angezeigt werden. Währenddessen guckt hier der Uncoded-Bot die ganze Zeit, ob wir ihm gestartet haben oder ob wir ihm Befehle gegeben haben. Dafür gehen wir jetzt zurück in unsere Gruppe, denn die ist dafür da, damit man mit dem Bot jetzt im Endeffekt schreibt. Also sagen wir hier /start und starten damit unseren Uncoded-Bot. Jetzt sehen wir hier, wir haben hier unten eine Tastatur bekommen und ihr habt hier auch die Lizenz im Endeffekt. Und der sagt euch am Anfang, ihr habt keine Lizenz bzw. keine Lizenzinformationen. Warum ist das so? Ihr habt immer einen Freikontingent von $100, die was ihr erst verbrauchen könnt. Und wenn ihr den Reflink benutzt habt, habt ihr einen 20% Performance-Fee. Wenn ihr keinen Reflink benutzt habt für Binance, habt ihr eine 30%ige Performance-Fee, einfach weil Binance ein bisschen was von den Kosten covert dann. Ihr startet aber immer mit $100 Lizenz-Tokens, womit ihr dann 333 oder $500 Profit erstmal machen könnt, bevor die erste Performance-Fee überhaupt anfällt, was natürlich super, super fair sein soll, damit ihr auch wirklich nur, wenn ihr Profit macht, auch etwas bezahlen müsst. Was müsst ihr jetzt tun, um den Bot im Endeffekt zu starten? Und zwar geht ihr dafür auf Konfiguration und auf Set-Konfiguration. Jetzt könntet ihr den Bot hierüber, indem ihr sagt, ihr akzeptiert die AGBs, den Bot starten. Das würde natürlich bedeuten, wenn wir hier oben drauf gehen, dass wir den Bot aktuell mit Pepe USDC im Mode 4 starten. Mode 4 hat sich so als bester Modus eigentlich herausgegeben und wir versuchen immer so den besten Modus als Startmodus zu machen. Wichtig ist, um Mode 4 zu starten, so wie er eingestellt ist, braucht ihr $20.000, um euch 75% abzusichern. Da das eine ganze Menge Geld ist und man immer ein bisschen aufpassen muss, mit was man startet, könnt ihr natürlich alles frei einstellen. Wenn ihr den Bot aber jetzt einfach so starten wollt, wie er eigentlich gedacht ist, geht ihr oben einfach auf Accept, TOS, and Start Bot und drückt hier auf True. Dann fängt der Bot an, im Endeffekt zu rattern und zu arbeiten. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt natürlich nicht das Geld oder ihr wollt nicht Pepe traden in der Menge, dann könnt ihr hier einfach auf Base Asset gehen
und könnt hier unten manuell eingeben, was ihr zum Beispiel traden wollt. Zum Beispiel können wir hier einfach XRP eintragen und dann würde der Bot mit Ripple oder mit allen anderen traden. Sobald er es reingeladen hat, sagt er hier auch, hey, Base Asset Ripple ist okay. Jetzt sagen wir, wir wollen im Endeffekt mit dem billigsten Modus anfangen. Also gehen wir hier hin und sagen, wir schauen uns einfach mal den Modus an. Modus 6 ist zum Beispiel der günstigste Modus, den es gibt, denn hier ist ein Investment per Buy von 1,50 Dollar vorinstalliert. Der kauft aber auch nur mit einer Linie. Das heißt, mit dem werdet ihr um einiges weniger Profit machen als mit Mode 4. Zum Anfang ist der aber auf jeden Fall ganz okay, denn wenn wir hier auch mal auf die Beschreibung angehen, hier braucht ihr nur maximal 1.500 Dollar, um 75% etwa abgesichert zu sein. Das ist zum Anfang auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Und man muss auch dazu sagen, man muss sich natürlich nicht um 75% bei zum Beispiel Bitcoin absichern. Bei Ripple oder Pepe oder sowas macht es natürlich viel, viel mehr Sinn, sich 75% abzusichern. Man muss aber auch gucken, bestimmte Tokens haben bestimmte Buy-Values, zum Beispiel Pepe und andere Tokens könnt ihr mit 1 Dollar pro Buy kaufen, wobei hingegen Bitcoin mit zum Beispiel 5 Dollar Minimum pro Buy wäre. Das heißt, ihr müsstet hier 5,1 Dollar bei zum Beispiel Bitcoin euch reinladen. So, jetzt wollen wir aber den Bot so starten. Ich lasse einfach mal Mode 4 und alles drum und dran und gehe zurück. Wir gucken uns hier unten nochmal genau an, im Endeffekt, was wir jetzt eingestellt haben. Und zwar habe ich jetzt selbst hier mit Ripple gestartet und USDC als Basis. Man kann hier auch FUSD oder Tether nehmen, aber als Europäer bleibt dann ja sowieso nichts anderes übrig, außer USDC zu nehmen. Jetzt möchte ich den Bot natürlich einfach mal starten. Was mache ich dafür? Ich gehe jetzt hier unten drauf und gehe wieder zurück in die Konfiguration. Somit komme ich immer wieder ins Hauptmenü, drücke auf Set Konfiguration, Terms of Service und drücke auf True. So, jetzt wo wir den Bot gestartet haben, sollte er auch gleich erkennen hier im Server, dass er gestartet wurde und man sieht, ey, ja, er hat es empfangen, er checkt die Lizenzen, ob alles bezahlt ist, ob eure Ports alle richtig geöffnet sind. Standardmäßig sollten die offen sein. Schaut nochmal nach, ob eure Keys wirklich alle passen, ob die Verbindungen passen und lädt sich die gesamten Einstellungen rein und verbindet sich mit den anderen Servern von Binance und Co. So, hier sehen wir haben den Datenbank-Cache bekommen und das gesamte Reinladen wurde gemacht. Wir haben den Listening Key bekommen von Binance, um mit zu lauschen und alles drum und dran. Und er hat sich auch das Minimum, was praktisch investiert wurde und alles geholt. Und jetzt beginnt er im Endeffekt zu traden, wenn alles funktioniert hat. Wenn ihr jetzt Geld und alles drauf habt auf euren Sub-Account, was ihr habt, also die USDC und so weiter, dann sollte er im Endeffekt jetzt ganz normal traden. Das war's dann im Endeffekt schon. Ab hier läuft eure Trading-Bot hervorragend und ihr könnt im Endeffekt hierüber auch die Balance und alles zugreifen, wenn das funktioniert. Man sieht, ich habe hier genug USDC und alles drauf. Jetzt im Endeffekt, wo der Bot läuft und wo alles funktioniert, könnt ihr das hier minimieren. Wichtig ist, nicht hier reindrücken, sonst haltet ihr den Bot an. Ihr müsst hier auf Minimieren. Hier auf Minimieren einfach und ganz wichtig auch hier einfach auf Schließen gehen. Damit tut man nämlich nochmal ein bisschen Leistung auf dem Server im Endeffekt sparen und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt könnt ihr hier oben einfach über das X die Remote-Verbindung wieder verlassen und seid raus. Wichtig ist, nicht hier unten einfach den Server herunterfahren, sondern wirklich hierüber einfach verlassen. Und um jetzt zu schauen im Endeffekt, ob euer Bot funktioniert, könnt ihr damit einfach wieder hier oben auf Binance gehen, auf den Markt im Endeffekt, also auf den Spotmarkt und das, was ihr tradet, im Endeffekt auswählen. Wenn jetzt so 2-3 Minuten vergangen sind, sollten schon die ersten Trades im Endeffekt angefangen haben und der Bot sollte zumindest schon die ersten Kaufordern ausgeführt haben. Hier könnt ihr oben mal auf dieses Zahnrad gehen und Open Orders und Open Order History anmachen. Dann seht ihr nämlich auch hier immer die geplanten Verkaufs- und Kaufsorders im Endeffekt, die was er teilweise als Limit Orders mitsetzt. Und ihr seht auch das, was der Bot macht, um hier so einen schönen Chart zu haben. Dasselbe könnt ihr natürlich hier auch mit dem Trading View Chart machen und dort Indikatoren und sowas einzeichnen. Sieht dann, finde ich, aber nicht so schön aus, weil das sind so die kleinen Pfeile. So, das war's auch schon. Jetzt funktioniert der Bot und ihr müsst eigentlich nichts mehr machen. Trotzdem möchte ich euch gerne noch die Einstellungen, die ich euch vorhin gezeigt habe, in der Konfiguration erklären, damit ihr die im Endeffekt auch aktuell versteht, was die bedeuten. Doch was machen jetzt die ganzen Einstellungen? Wie kann ich die ändern und sollte ich die überhaupt ändern?
Zuerst der Name und die Beschreibung ist einfach dafür da, im Endeffekt zu schauen, wo seid ihr gerade drin. Das ist gerade der Basic-Modus und hier einmal die kleine Erklärung, was ich dazu geschrieben habe. Zusätzlich dazu soll der Modus überhaupt laufen, sollte man standardmäßig auf Ja lassen. Das ist praktisch für Indikatoren oder so wichtig, wenn man die denn haben will oder halt später noch hinzufügen will. Can Buy, Can Sell ebenso. Ihr könnt je nach Marktlage praktisch trotzdem sagen, also den Bot laufen lassen und sagen, hey, dieser Bot soll bitte jetzt nicht mehr kaufen. Ich sehe jetzt gerade hier, er geht gerade ziemlich hoch. Ich glaube, der wird gleich fallen. Kauf mal lieber nicht nach. Dann sagt ihr hier im Endeffekt Can Buy True, sagt ihr Can Buy False und geht jetzt hier oben wieder zurück und sagt Apply Update. Das bedeutet, dass er jetzt praktisch auch das einspielt und sagt, Can Buy ist false. Um das zu kontrollieren, können wir hier unten auch mal auf Show Status gerade gehen und dann sollte hier drin stehen, nämlich Can Buy false. Ich lasse das jetzt aber natürlich auf immer an, also gehe ich wieder hier oben hoch und sage Can Buy will ich bitte wieder auf True haben und ich mache das jetzt so, weil das schneller geht, hier über die Tastatur und sage, ich will das bitte wieder eingespielt haben, denn erst wenn ihr hier oben diesen Knopf drückt, wird es auch wirklich dem Bot übergeben. Das heißt, ihr könnt hier dran rumklicken, machen, tun, wie auch immer und dann praktisch erst einspielen. Das ist wichtig, wenn ihr besonders hier in den anderen Einstellungen rumspielt, wie Buy Splits und Sell Splits und alles, denn da wird es ein bisschen komplizierter. Hier haben wir zwei Indikatoren. Die sind relativ interessant und zwar wird hier geguckt, ob der Preis praktisch von 100 auf 101 gestiegen ist, um zu kaufen, oder von 100 auf 99 gefallen ist, um zu kaufen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr Can Buy Down macht, dann würde er nicht kaufen, wenn der Preis von 100 auf 99 fällt, sondern erst, wenn der Preis praktisch von 100 auf 101 fällt. Das wird mit jedem Tick praktisch neu berechnet und darüber habt ihr nochmal eine Sicherheit. Das tut einen ganzen Haufen im Endeffekt der Performance weh, wenn ihr gerade in einem Seitwärtsmarkt sind. Schützt euch aber einiges, wenn ihr in einem Downfall-Markt seid. Das solltet ihr zum Beispiel aktivieren, wenn ihr eigentlich nicht genug Geld für eine 75% Absicherung habt, sondern zum Beispiel nur 30, 40% Absicherung habt. Dann könnt ihr hier Can Buy Down im Endeffekt auf False stellen. Spielt die Strategie ein und jetzt kauft er nur, wenn praktisch der Indikator sagt, hey, der Markt steigt gerade. Nimmt euch aber natürlich auch immer Performance mit, weil ein schöner Drop, wo es dann praktisch rebalanced danach, also rebounced schön, das ist natürlich eine richtig schöne Gewinnzone auch mit. Dafür braucht man natürlich aber auch genug Geld. Can Buy Up habe ich auch mit eingebaut, einfach um das Gegenteil praktisch mit einzubauen. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, wann man das nutzen soll, wenn man im Endeffekt nicht kaufen sollte, wenn der Kurs steigt. Vielleicht findet sich dafür irgendwann nochmal eine schöne Verwendung. Aktuell wüsste ich nicht, warum ich das auf False stellen sollte. Die Buy Percentage bedeutet im Endeffekt, wie viel Unterschied soll Minimum zwischen den Orders sein. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr 0,1% macht, bedeutet das, der Kurs muss von 100 auf 99,9 fallen. Wenn ihr hier eine 1 macht, muss der Kurs Minimum von 100 praktisch auf 99 fallen. Wenn ihr hier eine 10 macht, müsste er von 100 auf 90 fallen. Ich lasse hier meistens 0,1. Teilweise haben die Leute noch niedrigere gemacht, weil warum sollen wir nicht so viele Gaps und Trades machen wie möglich? Wir machen immer in Mikro-Trading, das heißt, je enger der Kurs ist, je schneller wir einen Kauf und Verkauf machen, desto besser. Und wir machen hier das über die Buy-Splits im Endeffekt, wie viel wir kaufen. Wir splitten im Endeffekt unsere Buy-Order mit der Standardstrategie in 7 Teile und definieren Sell-Zonen, wo mit Minimum verkauft werden soll. Das heißt im Endeffekt jetzt, wir sagen hier, wir haben 7 Zonen. Diese 7 Zonen sind hier unten. Das heißt, die erste Zone soll mit Minimum 0,25% Profit verkauft werden und deswegen ist es auch wichtig mit den Fees, was ich am Anfang erzählt habe, weil ihr habt zweimal 0,1 standardmäßig Fee. Wenn ihr gar nichts macht, 0, dann habt ihr 0,05 Minimum Gewinn immer noch. Wenn ihr das jetzt drückt auf 0,065, habt ihr 0,125 also habt ihr die Gebühr im Endeffekt. Das heißt, euer Gewinn hat sich hier mehr als verdoppelt. Das ist sehr, sehr wichtig bei den Fees zu beachten. Die Standardeinstellung ist aber immer so, egal wie hoch eure Fees sind, ihr werdet damit trotzdem Gewinn machen und kein Geld verbrennen. Dann geht es weiter praktisch. Die zweite Zone ist mit 0,35.
die dritte mit 0,5, die vierte mit 0,75, dann geht es weiter mit 1%, 2,5 und 5%. Also man sieht, wir splitten unsere Sell-Zonen weiter nach oben auf, um permanent kleinere Trades zu machen, aber auch große Gewinne möglichst mitzunehmen, wenn der Kurs mal schnell nach oben geht. Als nächstes kommen wir deshalb auch zum Investment per Buy. Das bedeutet, diese 7 Orders, die was gesplittet werden, sind $20. Also diese $20 werden durch 7 Orders gesplittet. Und da kommen wir auch zu den Buy-Volumes, die nochmal wichtig sind. Und zwar gewichten wir zusätzlich jetzt nochmal die Käufe und Verkäufe nach unseren Belieben. Das heißt, 25%, also $5 der $20 Einstiegsgehalt, wollen wir mit 0,25% Minimumgewinn verkaufen. Warum? Wir wollen diese Mini-Gaps im Endeffekt immer mitnehmen und wollen aber auch gleichzeitig, dass mindestens $2, also 10%, mit 5% verkauft werden. Dasselbe geht natürlich hier mit 15, 15, 15, 10, 10, 10 und damit splitten wir die Orders. Der Vorteil ist jetzt aber, ihr könnt hier komplett alles frei einstellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach mal sagen würden, ich möchte jetzt hier lieber 20 haben statt 25 und hier auch 20 statt 15, dann könnt ihr das machen und der Bot aktualisiert das. Ich mache das jetzt mal wieder rückgängig, weil ich will das jetzt hier nicht machen. Dafür gehe ich jetzt hier nochmal auf zurück und nochmal rein im Endeffekt, um das nochmal anpassen zu können, zack, und ändere das wieder auf 25. Wenn ihr das jetzt praktisch einspielen wollt, geht ihr wieder auf Apply Updates. Damit könnt ihr einfach alles im Endeffekt anpassen. Also jegliche dieser Funktionen sind frei einstellbar bei euch und wir versuchen uns in der Community auch jederzeit auszutauschen, was funktioniert gerade gut, was funktioniert nicht, was verbessert man und so weiter und so weiter. Zusätzlich habt ihr jetzt hier die Möglichkeit Sell Active Distanz und Sell Cancel Distanz. Das ist einfach, wie viele Orders praktisch in der Distanz stehen bleiben. Dort solltet ihr eigentlich nichts anfassen. Das ist eher so ein bisschen Dev-Zeug oder wenn man mehrere Bots hat, weil ihr könnt maximal 200 Positionen auf Binance gleichzeitig aktiv haben. Je nach VIP-Level mehr und weniger. Zumindest ist es mein jetziger Stand, dass es so ist. Kommen wir zum Stop-Loss. Stop-Loss haben wir aus. Und ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn ihr eine Position 5% im Minus habt, dann verkauft die. Nach mittlerweile 9 Jahren in TradingBot hat sich aber herausgestellt, dass es einfach keinen Sinn macht, einen Stop-Loss zu aktivieren, weil ihr werdet das Geld sehr wahrscheinlich nicht wieder raustraden in der Zeit, als hättet ihr das im Endeffekt gehalten, weil ihr mehr als das Doppelte raustraden müsstet, als was es im Endeffekt euch einbringen würde. Somit ist es sinnvoller, praktisch sich wirklich abzusichern und zwischen den All-Time-High und All-Time-Low hin und her zu traden bei dem Token und dort immer schön die Schwankungen mitzunehmen und sich einfach zu freuen, wenn Bitcoin 40% sinkt und sich dann aber auch gleichzeitig zu freuen, wenn Bitcoin 30% steigt, weil wir müssen uns im Endeffekt bewusst sein, wir werden niemals den Boden voraussagen können, wir werden niemals das All-Time-High voraussagen können und es soll mit dem Bot eigentlich auch vollkommen egal sein. Das heißt, wenn es im Endeffekt 60% droppt und ihr macht wirklich auf euer Portfolio dann 40% Minus oder sowas, dann wird jeden Tag trotzdem so circa $20 kommen dann zu eurem Portfolio, jeden Tag mit Zinseszins hinzu und man sieht, hey, heute bin ich, keine Ahnung, $1000 im Minus, morgen bin ich 980 im Minus, übermorgen bin ich 960 im Minus, übermorgen bin ich dann 940 im Minus und somit kommt man ganz, ganz langsam hoch. Aber da ihr die Positionen ja auch nicht verkauft, heißt das, wenn Bitcoin wieder 30-40% macht oder halt Pepe oder Ripple oder was auch immer ihr tradet, dann seid ihr wieder im gewaltigen Plus, weil ihr habt euch vielleicht dann auf $500 Minus hingetradet, obwohl Bitcoin immer noch 50-60% im Minus ist. Und von einmal werden alle anderen Positionen ja wieder mitgezogen nach oben, weil ihr ja nicht verkauft habt. Das heißt, das Minus, was im Buchwert steht, wird von einmal im Plus und auf einmal habt ihr dann nicht mehr $500 im Portfolio, sondern $1500 im Endeffekt im Portfolio wieder drin und dann beginnt im Endeffekt der Zinseszinseffekt. Ganz wichtig ist, um den Zinseszinseffekt zu aktivieren und wirklich ordentlich zu nutzen, habt ihr hier unten ja Investment per Buy. Der Bot tut nicht automatisch den Zinseszinseffekt aktivieren, weil sehr, sehr viele nicht richtig abgesichert sind. Das heißt, standardmäßig nutzt er euren Gewinn, um sich weiter nach unten vom All-Time-High abzusichern und ihr braucht circa immer $20 pro 0,1% Fall in der Standardversion.
Das ist ganz, ganz wichtig im Endeffekt, dass man das versteht. Das heißt, 1% Drop braucht ca. $200, 10% Drop braucht dann ca. $2.000, ein 100% Drop braucht dann praktisch $20.000. Wichtig ist, das könnt ihr nicht ganz so rechnen, weil ihr ja immer wieder 0,1% nach unten geht vom aktuellen Preis. Das heißt, so kann man ja nie eine Null praktisch erreichen, weil man hat ja immer wieder ein neues 0,1-Feld. Also, was ich sagen will, ist, von 100 auf 99 ist ein anderer Prozentwert als von 10 auf 9 im Endeffekt, wenn der Preis dann fällt. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit eurer Mathematik im Kopf, aber grundsätzlich ist das so die Logik. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich habe immer noch meine 75% Absicherung, das funktioniert, dann sagt ihr hier im Endeffekt, hey, ich habe nachgerechnet, ich nehme jetzt 21. Am besten funktioniert das mit ganzen Zahlen hier. Und dann habt ihr wieder den Zinseszinseffekt. Habt ihr wieder genug Geld für eine 75% Absicherung, sagt ihr hier, hey, ich nehme dann 22 und so weiter und so weiter. Wichtig ist, nicht vergessen einzuspeichern. Ganz, ganz wichtig ist, werdet nicht zu gierig und kommt mit in die Gruppe, um euch auszutauschen, um auch mir zu helfen, was ihr noch haben wollt, was ihr eingebaut haben wollt, was nicht so gut funktioniert. Das hier ist ein Community-Projekt im Endeffekt, wo es darum geht, dass wir einen richtig, richtig geilen Trading-Bot erfinden, der was allen hilft im Endeffekt. Und einfach auch mal ein bisschen was zurückgeben, macht ja sonst niemand. So, ich hoffe, das Video, was hier echt lange geworden ist und echt technisch, hat euch geholfen, um einen Start in den Uncoded Bot zu bekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch dazu wissen wollt, was ich vielleicht ein bisschen zu kurz erklärt habe oder was einfach noch gerne eingebaut werden soll. Dann freue ich mich gerne über einen Like und ein Abo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.